Hallo, willkommen zurück. Wir haben Ende August jetzt und gestern hatte ich was ganz Spannendes und zwar war ich zu Gast bei einem Podcast von Tom Stüben. Ich war so aufgeregt. Das war wirklich, ich konnte vorher nicht essen und man macht ja sowas nicht jeden Tag und ich war auch so, dass ich gedacht habe, warum gerade ich? Also ich habe mich super gefreut, ne, und habe auch direkt gesagt, machst du mit? Aber ich habe gedacht so, wieso will der gerade mich? Das ist ja jetzt nicht so irgendwie sowas Besonderes, ne? Aber ich habe mich total gefreut über diese Chance. Und der Tom hat das halt so toll gemacht, dass das tatsächlich Spaß gemacht hat. Er hat einem die Angst echt gut genommen, aber ich war trotzdem doch sehr aufgeregt. Wenn ihr das seht, ist der auch schon vermutlich draußen. Ich werde ihn euch unten in der Infobox verlinken für diejenigen, die sich den angucken wollen. Und dann wollte ich noch ein bisschen was erzählen, wie der Anfang des Monats war. Weil, ihr seht, es gibt keinen Vlog-Anteil dazu. Ja, und der Anfang des Monats war ein bisschen schwierig. Ich musste leider ein Shooting absagen, weil Stinky, also mein Kater, für die, die es nicht wissen, übrigens die zum ersten Mal da sind, hi, ich bin die Tanja, der war halt leider sehr, sehr krank. Und ihm geht es wieder gut, aber es war halt super schwierig. Und ich musste halt leider das Shooting absagen, wo ich mal einen neuen Godox AD200 Pro testen wollte und hatte unfreiwillig Urlaub quasi, weil ich mich um ihn kümmern musste und war halt, da in der Zeit war halt nichts anderes außer mich um Kater kümmern und das sah leider auch nicht so gut aus, war doch sehr dramatisch. Wir haben viel Zeit in der Tierklinik verbracht, weil er stabilisiert werden musste und man kann meinen Kater nicht einweisen, weil wenn ich nicht da bin, ist das für ihn ganz schlimm Stress und er hat eben im Herzen Probleme. Das heißt, ich war dann halt mit ihm dort immer und habe ihn halt im Arm gehalten, während er an der Infusion war und mit Heizdecke stabilisiert werden musste. Und ja, war halt emotional eine anstrengende Zeit, aber wir haben es geschafft. Ihm geht es jetzt wieder gut und deswegen kann ich jetzt auch wieder mich sozusagen meinem Hobby oder meiner Leidenschaft widmen. Genau, und gestern war halt der Podcast. Und heute ist Mittwoch. Am Freitag gibt es nochmal was. Dann nehme ich euch nochmal mit. Aber dieser Vlog wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die anderen Vlogs. Aber es ist halt so, ne? Es kommt halt das Leben dazwischen. Und nichts ist so, wie man es plant. Oder nichts verläuft so, wie man es plant. Ne? Das gehört einfach dazu. Genau. Und ich bin ja hier ehrlich, so wie ich bin. Und deswegen, wird halt dieser Vlog ein bisschen kürzer. Genau. Aber nächsten Monat ist zumindest mehr geplant. Mal gucken, wie es dann umgesetzt werden kann. Am Freitag hatte ich ein Personal Branding Shooting mit Mason. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich alle Details dazu mache. Hier seht ihr schon mal ein paar kleine Einblicke. Ich muss euch sagen, ich war super aufgeregt davor. Ich bin nicht so gerne vor der Kamera. Also es ist mal was anderes wie jetzt, wenn ich mit euch spreche. Und es ist ja quasi keiner im Raum. Ich spreche in die Kamera, was auch noch komisch für mich ist. Aber das ist noch was anderes, aber wenn da noch eine andere Person dabei ist und ich muss jetzt da wirklich fungieren, ist das für mich gar nicht so einfach. Aber Mason hat das total toll gemacht. Ich finde, er hat auch wirklich mich sehr gut eingefangen, so wie ich bin. Und genau, ich werde euch das Image-Video im Detail auch noch mal posten, damit ihr es auch seht. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Mason hat das super gemacht. Der hat mir quasi die Angst genommen. Der hat mir total gute Posing-Anweisungen gegeben. Bei ihm auf dem Kanal wird es auch noch ein Behind-the-Scenes-Video geben. Da seht ihr ein bisschen was. Ich bin überglücklich mit den Ergebnissen. Ich hatte nicht gedacht, dass die so gut werden. Das ist dem Mason geschuldet. Ich schreibe mal seine Kontakte unten hin. Das ist unbezahlte Werbung. Ich wurde nicht bezahlt, um das zu sagen, möchte ich sagen. Genau. Und weiter geht's mit dem nächsten Vlog-Teil. Hallo! Ich weiß gar nicht, ob ihr uns jetzt oder mich hört. Genau, wir sind gerade draußen auf dem Balkon und ihr fragt euch, warum ihr dabei seid heute. Das ist eine gute Frage, weil normalerweise zeige ich ja nicht so viel Privates, aber das sind halt zwei ein bekanntes Gesicht. Die Adriana kennt ihr ja. Den Raphael, den werdet ihr jetzt öfters sehen, weil Raphael ist nämlich frisch hier hingezogen. Das ist auch der Mann, der für alle, die immer sagen, ich habe so schöne Haare, sein Werk. Genau. Und wir haben heute uns eigentlich nur erstmal so getroffen, also es ist ein reines privates Treffen, aber ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal den Raphael, weil letzte Woche war Raphael hier und der hat mich überrascht mit einem privaten, komm mal eben shooten. Und dann habe ich gesagt, ach ja, machen wir. Ich habe genau 10 Minuten, noch nicht mal 10 Minuten gekriegt fürs Shooten. Da hat der Aufbau und der Abbau länger gedauert. Ich habe keine Behind the Scenes, weil ich hatte wirklich nur 10 Minuten.
von ihm. Es ist nicht gelogen und deswegen gibt es keine B1-Jeans, aber ich wollte euch die Bilder trotzdem zeigen, weil Raphael, ich verlinke euch sein Instagram-Profil, ist ein richtig tolles Modell und er hat jetzt 1,5 Jahre nicht geshootet, oder? 2 Jahre. 2 Jahre hat er nicht geshootet und ich durfte ihn wieder einführen. Oh nein, ich durfte ihn wieder in die Fotografie einführen. Tut mir leid für die Zweideutigkeit. Aber wir sind ja im privaten Ambiente, da ist das, glaube ich, okay. Naja, auf jeden Fall sind die Bilder hier. Und ja, ich glaube, weil wir haben heute auch schon Ende August, ich beende einfach mal diesen monatlichen Vlog mit den Worten. Das ist übrigens nur Traubensaft, es ist kein Alkohol geflossen, falls Kinder da sind. Wir würden auch niemals Alkohol trinken. Keine Drugs. Genau, niemals, auch nicht. So, ich sag, wir sehen uns nächsten Monat. Bye! Bye!